Palästina einzufliegen, viele falsche Dinge über den Islam verbreitet, um den Kampf gegen die Muslime zu rechtfertigen. Das hat der Chef jetzt nicht gesagt, was ich jetzt sage. Man muss sich nur mal Gedanken machen, ob das vielleicht heute auch der Fall sein könnte. Auf jeden Fall. Jetzt, das heißt, wir haben in dieser Zeit, das heißt zur Zeit der Kreuzritter, auch dieses Problem gehabt, dass über den Islam falsche Dinge erzählt wurden, um Kriege zu rechtfertigen. The effects of that distortion from that time exists even until today. What we are hearing of people screaming in the background and sirens and everything, this is the same attitude, an effort to deliberately distort the message of Islam. But at the same time, we also should understand the sources of inadvertent or accidental misinformation. The first source is a result of cultural differences, where people judge other people's cultures based on the practices as they exist in their culture, what it means. They try to interpret other cultures in the same way. This is a common error that human beings make. That in my culture, when a person does this, it means that. And in that culture, when we see it, then it must mean the same. For example, in the case of the hijab, the covering of Muslim women, in a society where people are normally free to not cover themselves, they want to expose themselves, they're free to do so. You know, so in that society, if a woman covers herself, then it would be looked at as some kind of distortion, some kind of distorted practice, they're being forced or whatever, because normally people are free. So when they look at the other societies, they look at Muslim societies where Muslim women are covered, then they assume that Muslim women must be forced to cover. But of course, that is false information. It is false information because we know that, for example, in America today, I come from North America, in America today, we have more than 400 people accepting Islam every day. And out of that 400, more than 60% of them are women, North American women. So there's no way that they are being forced to cover themselves. So that is a misunderstanding of the practice of covering by looking and judging according to cultures. I'll give you another example. Da sollte man sich mal fragen, ob die alle gezwungen werden. Und auch die heute hier sind. Jedenfalls, das hat also eine bestimmte Bedeutung. Aber diese Frauen tun das mit Liebe für ihre Religion. Das zweite Beispiel ist, was er gemacht hat, ist, in Nordamerika gehen Männer zum Beispiel nicht über die Straße mit einem anderen Mann Hand in Hand. Das ist dort ein Zeichen, oder normalerweise nicht, das ist ein Zeichen für Alternative Lifestyle, das heißt anderer Lebensstil, ja? So, und als er dann nach Saudi-Arabien gekommen ist, ein arabisches Land, hat dann ein Freund seine Hand genommen und er hat das aufgefasst aus seinem Verständnis heraus, das persönliche Beispiel, als wenn dieser Mann jetzt irgendwas mit ihm machen will, ja? So, und hat er natürlich die Hand direkt weggezogen, weil er das halt anders definiert hat, anders verstanden hat. Ja, und deswegen, um ein tiefgründiges Verständnis von einer Sache zu haben, muss man die Leute fragen, die die Religion praktizieren. Und deswegen, wenn immer wieder erzählt wird, die muslimische Frau wird unterdrückt, ich würde den Tipp geben, es sind heute so viele muslimische Frauen hier, wer richtige Informationen haben will, der hat heute die Chance, Hunderte, vielleicht sogar 1000 muslimische Frauen zu fragen, ob sie sich unterdrückt fühlen. Aber hier in Deutschland werden viele muslimische Frauen unterdrückt, weil sie auf der Arbeit kein Kopftuch tragen dürfen oder in der Schule blöd angemacht werden.
the last source of misinformation could be what we call malpractices of Muslims. And Muslims have to be honest. When Muslims do things which are not from Islam, we have to be honest and recognize and not try to cover up, but to try to correct. So, for example, one of the things which are commonly attributed to Muslims is what is known as honor killing. Honor killing, where in a family, if the females or any of the females of the family do anything which is displeasing or dishonors the family, they establish relationships outside of marriage, etc., then the male members of the family decide to kill her. The father, the brother, the sister, or the son or whatever, they come together and they decide to kill her. And they call this honor killing. However, there is no such thing in Islam as honor killing. That is murder. And the penalty for such an act is death. It's a death penalty, capital punishment. So there is no honor killing in Islam. But Muslims in some parts of the Muslim world do practice it. But what you find, how you can know that it's really not from Islam, is that even the Christians who live in those same areas also practice it. It is practiced quite widely in India amongst Hindus. So it is not something unique to Muslim people. Some Muslim peoples do it, but it's really not from Islam at all. And we have to be, as we say, man enough or woman enough to accept that this is a mistake on the part of our Muslim brothers and sisters who are involved in that, and to speak out against it. Okay, der Chef Dr. Bilal hat darüber geredet, dass zum Beispiel eine Praxis oder eine Sache, die praktiziert wird von einigen Muslimen, fälschlicherweise, ist Ehrenmord. Es gibt Muslime, die praktizieren Ehrenmord, aber es ist etwas, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Tatsächlich, wenn man in einem islamischen Staat leben würde, wo da die islamische Gesetzgebung gelten würde, dann könnte dieser Mensch sogar mit der Todesstrafe rechnen. Das heißt, der Ehrenmord ist ein Verbrechen im Islam. Ein Verbrechen im Islam. Und deswegen müssen wir alle Leute... Und deswegen müssen wir auch alle Leute, die so etwas praktizieren, in die Schranken weisen und den Menschen klar machen, dass das nichts mit Islam zu tun hat. Aber ich will etwas sagen. Es gibt Leute, die diese Sache benutzen und Lügen erzählen und sagen, das hätte etwas mit dem Islam zu tun. Und eine Gruppe davon, die hat heute hier protestiert. Und das, was wir euch jetzt zeigen, das haben die in Köln bei einer Demonstration gesagt, um gegen die Muslime aufzuhetzen. Die sollen sich was schämen, die Lügner. Um die Vagina zu untersuchen. Glauben Sie auch, dass Ehrenmord nichts mit dem Islam zu tun hat? Natürlich hat er mit dem Islam zu tun. Er ist Teil der Scharia-Gesetze. In Jordanien, Iran, Ägypten, Syrien, Marokko, Palästina, Pakistan gehen Ehrenmörder mit geringen Strafen von 6 Monaten bis 3 Jahren oder straffrei aus. Wiederherstellung der Ehre ist im islamischen Scharia-Recht eine gute Tat, die jedes Verständnis verdient, auch vom Richter. Mein arabischer Schwager, Arzt in Deutschland, sagte zu mir, du weißt doch, das sind unsere Helden. Natürlich sind Ehrenmörder in der islamischen Welt Helden. Sie werden verehrt und mit riesigen Feiern belohnt. Denn der Ehrenmörder ist ein besonders guter Muslim. Er hat die Gruppe der Muslime von Unreinen, nämlich der Frau, die sich unmoralisch benommen hat, befreit. Im Gefängnis in Berlin ist Herr Sürütsch
wird. Für Salman Rushdies Kauf gibt es sogar eine $1.000.000 Kopfprämie. So, hier, jetzt dazu. Habt ihr es gerade gehört? Also, der Ehrenmörder ist bei den Muslimen ein Held. Für welchen Muslim ist der Ehrenmörder ein Held? Und für welchen Muslim ist der Ehrenmörder ein Verbrecher? Das heißt, was wird hier für verlogene Propaganda gemacht? Und es ist eine Schande. Und es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass man diese Beweise bringt und dass da Leute stehen, uneinsichtig und versuchen, diese Strohmann-Aufnahme, die Lügen der Gruppe, die heute hier aufgetreten sind, ja, die das versuchen zu übertönen. Dann sagt sie weiter, für Ehrenmörder gibt es extra Feste. War schon mal einer auf dem Ehrenmordfest gewesen? Wer war auf dem Ehrenmordfest gewesen? Wer war noch nie auf einem Ehrenmordfest gewesen? Ja, ich hab gedacht, bei den Muslimen gibt es ja jede Woche Ehrenmord, ne, angeblich. Übrigens, jetzt hat man gesehen, wie viele Kinder getötet worden sind, Maskenmann und so weiter und so fort. Da sagt übrigens kein Muslim, das ist Christentum. Ne? Das sind halt Bekloppte, die sowas tun. Auf jeden Fall, um auf die Rede des Chefs zurückzukommen, hat er gesagt, dies sind Taten, die auch von Christen in muslimischen Ländern praktiziert werden. Dies sind Taten, die bei verschiedenen Hindus praktiziert werden. Dies sind aber Taten, die nichts mit Koran und mit Sunna zu tun haben. Ourselves getting involved in the media, some of our brothers and sisters need to be trained in journalism, etc., and be a part of the media. We have to embrace the media, especially those who are honest and balanced in their presentation. We cannot develop what we would call media phobia. We cannot be afraid and run away from the media, because then the false information is only going to be reinforced. So we have to deal with the media and correct the image as best as we can. The second source is that of the politicians. Politicians who use Islam and Muslims as a scapegoat. When the real issues in the society are economic, they're social, they're a variety of other sources, educational, etc., they divert people from those real issues to issues which are really non-issues in order to win votes and to promote themselves. So this is a practice common. We find it all across Europe, all over the place, where politicians will exploit the differences in Muslim society as making them scapegoats so that the media will focus on them and people will not be bothered about the real issues of the society. So how do we deal with that? We have to be involved in the political process. As Muslims living in Germany, we have to be a part of this political process. If we are to make any kind of a change and to have a voice, then we must have representatives of our community, not people who just have Muslim names and join these parties and end up actually attacking us in the end, but people who are really committed to Islam and to defending the image of Islam in the political arena. Der Chef Dr. Bilal sagt, man hat in England herausgefunden, Studien gemacht, wie es zur Islamophobie kommt. Und da hat man festgestellt, dass es zwei Hauptquellen gibt. Die erste Quelle sind die Medien. Und er sagt, es geht aber nicht nur darum zu wissen, wo es herkommt, sondern es geht für uns heute auch darum, Lösungen zu finden. Nicht nur einfach aua, ja, sondern Lösungen zu finden. Eine Lösung ist, dass wir als Muslime eine gesellschaftliche Militanz gehen. Dass wir als Muslime beispielsweise Journalisten werden, Journalisten studieren. Dass ich das etwas auf die Jugendliche, dass wir die Männer, dass wir mitwirken an diesem Prozess.
zweite Punkt ist Politiker. Und das werden hier Publikum sagen, sind nicht das andere. Verfolgt mich doch! Ich denke schon, ne? Das ist jetzt nur Mathe. Gleichberechtigte Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens für alle, statt Geschlechtertrennung, Sittenwächterei und die mittelalterliche Bigotterie selbst ernannter Tugendwächter. Geburtenplanung und Minirock schmelzen eines Daseins als Gebärmaschine unter der Burg ab. Chili statt Scharia, kein Bauaufsitzen für Irrtum, kein Handabacken für Diebstahl, keine Steinigung für außereheliche Zärtlichkeiten. Wir als Kommunistinnen und Kommunisten wollen überdies an unter dem bestehenden Kapitalverhältnis ermöglichten individuelle Freiheit und Genussmöglichkeiten hinaus. Religiöse Fanatikerinnen und Islamfaschisten wollen das Gegenteil. Wir sind gegen die Emanzipation der Frau, gegen gleichgeschlechtlich Liebende, gegen sexuelle Selbstbestimmung und allgemein gegen die freie Wahl der persönlichen Überzeugungen und Lebensweisen. Jede Religion ist das Scheinangebot an die Hoffnungslosen im Jammertal. Das Gemüt einer herzlichen Welt, Opium des Volkes und die Einladung an ihr Echtes mitzuschlagen, mitzumorden und mitzubrennen. Als Antwort auf Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit haben sie nichts anzubieten als antisemitische Verschwörungstheorien und den Hass auf Israel und den zur Verdrängung zwischenmenschlicher Probleme gibt es in ihrer Welt nichts als Verbote und Tabus. Zu ihrer eigenen Unfähigkeit, weltliche Angelegenheiten, zur Zufriedenheit aller zu lösen, haben sie nichts zu sagen, außer frommen Sprüchen, Gebeten und dem Verweis auf das Himmelreich, in dem alle Ungerechtigkeiten dieser Welt vermeintlich besiegt werden. Deswegen sind wir die erbitterten Ungerechtigkeiten. Deswegen sind wir die erbitterten Gegnerinnen und Gegner der Salafisten und Angreifer, die der Heiligen Schrift, den Koran und die Sunna als weltliches Gesetz und religiöses antisemitischen Allgemein aus ein Dorn im Auge ist. Ihr solidarisiert ebenfalls mit den ausländischen Legionären.
Bis zum nächsten Jahr grüßt die Zukunftsmannschaft Berlin. Und ich hoffe, wir sehen euch im nächsten Jahr wieder. Wir wollen sich und auch ist, wo wollen wir. Aber dasselbe Kamele-Feld. Aber jetzt sagt man Mann oder Frau? Sagt Mann und Frau. Ich wollte ja so ein bisschen hier noch. Ja? Und dann werden immer nur einige Teile aus der Scharia herausgezogen, die beispielsweise mit Todesstrafe oder anderem zu tun haben. Dann heißt es, oh, Muslime wollen die Todesstrafe praktizieren. Muslime wollen, wie es in der Zeit wie schon der Bild, ja, Per Vogel will Homosexuelle töten und so, ja. Auf jeden Fall, ja, das ist der Punkt. Nur was ist Scharia? Scharia ist etwas, was das ganze Leben eines Muslims bestimmt. Wenn ich bete, mache ich das? Das ist Scharia. Wenn ich ehrlich bin, das ist das, was Scharia ist. Wenn ich glaubwürdig bin, wenn ich Anvertrautes zurückgebe, das ist Scharia. Wenn ich faste, dann ist das Scharia. Und es ist lächerlich in Deutschland über die Anwendung von beispielsweise Todesstrafe und so weiter zu reden. In einem Land, wo ein bestimmtes Gesetz herrscht und Muslime in der absoluten Minderheit sind. Das ist etwas, wo beispielsweise in einem islamischen Land die Mehrheit Muslime sind und die sich dafür entscheiden, dass das Land nach Scharia beherrscht werden soll. The other area which enters into the political sphere is the area of how Islam was spread. Was it spread by the sword, as is commonly said? Is Islam a violent religion, a religion which promotes terrorism, etc., or not? Well, to know that, we have to look at history, where we see Muslims ruling Spain for 700 years. We don't find the majority of people in Spain, they did not become Muslims. The majority of Spaniards did not become Muslims. Many of them did, but most of them didn't. Muslims ruled India for 1,000 years. Muslims today in India are 200, 300 million. 700 million are Hindus. They were not forced to accept Islam. Islam was not forced upon any people anywhere as a norm. Maybe there are exceptions that happened in history, one cannot deny them, but as a norm, this is not the case. If we look at the places where there were military struggles, where the Islamic State came in conflict with the Roman Empire and the Persian Empire, and these two empires were defeated, what happened? Was Islam forced upon all these people? No, these people were ruled, and in time, many of them, if not most of them, accepted Islam, but there were many who chose not to. You still have in Egypt, for example, 10 million Christian Arabs who are there in Egypt. They were not forced to become Muslims. So that is the reality. Als die Christen in Spanien erobert haben, das was Juden waren, sind sie nach Spanien geflüchtet. Indien wird 1000 Jahre von Muslimen regiert. Aber heutzutage die Zahl der Muslime sinkt